Heute möchte ich euch meinen Ansatz für einen Umbau der Märklin K-Gleisweichen auf Servoantrieb vorstellen, der a. sehr viel betriebssicherer und leiser als die originalen Antriebe von Märklin ist, b. es ermöglicht, die Weichen einzuschottern, ohne den Antrieb zu verkleben, und c. zudem noch einiges an Geld spart. Ein riesengroßer Nachteil der Märklin K-Gleisweichen ist deren Antrieb. Der angebotene elektromagnetische Weichenantrieb von Märklin ist berüchtigt für seine hohen Ausfallraten und Unzuverlässigkeit. Außerdem sieht er nicht gerade elegant aus. Zumindest mich stört der schwarze Kasten neben der Weiche auf einer ansonsten schön ausgestalteten Anlage sehr. Hier einmal Beispielbilder aus dem Miniaturwunderland in Hamburg vom ersten Bauabschnitt Knuffingen. Nun kann man natürlich versuchen, den Antrieb unter einem angedeuteten Haufen Kies zu verstecken, aber so richtig überzeugend finde ich das nicht. Als weitere Option, wenn man den Antrieb nicht gut sichtbar neben der Weiche kleben haben möchte, gibt es einen Unterflur-Montagezurüstsatz von Märklin. Ich fürchte aber, dass dessen klappriges Plastikgestänge das schon vorhandene Problem des unzuverlässig scheidenden Antriebs nicht gerade verbessert. Zudem ist es selbst bei dessen Verwendung nahezu unmöglich, die Weiche einzuschottern, ohne den Antrieb lahmzulegen. Darum habe ich mich entschieden, die K-Gleisweichen im sichtbaren Bereich komplett umzubauen. Möchte man die Weichen einschottern, so bleibt wohl nichts anderes übrig, als das Plastikgestänge darin ersatzlos zu entfernen. Zunächst nehme ich den Handstellhebel mit dem Mitnehmer ab. Zum Schalten brauche ich den Handstellhebel nicht mehr. Allerdings verwende ich ihn weiter als Stellhebelattrappe. Dafür entferne ich den Mitnehmer und schneide den vorne überstehenden Kunststoffrand zurück. Dann male ich den Stellhebel mit etwas weißer Farbe noch an und kann ihn später als nicht funktionstüchtige Attrappe neben der Weiche festkleben. Die Weiche selbst muss sich etwas umfangreichere Umbaumaßnahmen gefallen lassen. Als erstes trenne ich von unten den dünnen Blechsteg ab, der die Stellstange abdeckt. Mit einem Dremel und Diamanttrennscheibe mache ich sehr vorsichtig 2 Schnitte. Dabei achte ich sorgfältig darauf, die darunter befindliche Plastikstange nicht zu beschädigen. Beim allerersten Versuch hat mir die Weiche nach dem Trennen etwas gehakt und musste erst wieder einige Male betätigt werden, bis sie sich wieder leicht und geschmeidig schalten ließ. Ich denke, dass sich die Plastikschiene aufgrund der Hitze leicht thermisch verformt hat. Nach diesem Schreckmoment lege ich die Weiche nun, um die Wärme besser ableiten zu können, für den Trennvorgang in ein Wasserbad. Zudem trenne ich ganz langsam und vorsichtig, das heißt, ich schaue immer wieder nach, wie tief der Schnitt ist, bis ich schließlich das Blech durchtrennt habe, um ja nicht zu tief zu sägen. Ist das Blech durchtrennt, kann das Plastikgestänge ganz einfach aus der Weiche entnommen werden. Nach dieser etwas heiklen Prozedur entferne ich noch weitere Plastik- und Blechteile der Weiche, um die Optik in meinen Augen vorbildlicher und schöner zu machen. Aber das ist sicher Geschmackssache. Hier habe ich die Abschnitte markiert, an denen ich noch mit einem kleinen Bohrer die Schwellen-Zwischenräume von Hand leicht ausfräse. Diese sind alle sehr viel weniger kritisch, da hier keine Gefahr besteht, empfindliche, bewegliche Teile zu beschädigen. Um die Optik weiter dem Vorbild anzunähern, male ich die Schienenflanken mit Rostfarbe an. Nun können wir uns um den Antrieb der Weiche kümmern. Dazu verwende ich ESU-Servos, deren Stelldraht so in Form umgebogen wird, dass er quasi wie ein Fingernagel von unten in den Schlitz der Stellstange greift und die Weiche stellt. Als Servosteuerung nehme ich den ESU-Switch-Piloten, das heißt den Servocontroller von ESU, da hier Servos beim Einschalten nicht unkontrolliert hin und her zucken. Nach dem Biegen des Drahtes wird er am Stellhorn des Servos befestigt und mit reichlich Heißkleber fixiert.
Dann das Servohorn mit dem Stelldraht auf den Servo aufgeschoben und festgeschraubt. Nun kann das Kabel des Servos an den Controller angeschlossen werden. Es können zwar bis zu 8 Servos gleichzeitig an einen Switch Pilot 3 angeschlossen werden, leider sind die Anschlusskabel für den Servo aber extrem kurz. Sollte das Kabel zu kurz sein, was bei mir leider in mindestens 80% der Fälle so ist, so habe ich die 3 Kabel einfach aufgetrennt und passende Kabel als Verlängerung eingelötet. Bisher habe ich damit nur positive Erfahrungen gemacht. Wer das nicht möchte, kann auch verschieden lange, vorkonfektionierte Verlängerungskabel für den Servoanschluss bei ESU oder aber auch zum Beispiel bei microumbau.de beziehen. Bevor ich den Servo einbaue, stelle ich noch die beiden Endpositionen des Servos auf fast denselben Wert ein. Dies verhindert große Stellwege und ein eventuelles Beschädigen der Weiche bei der Installation des Servos. Die exakte Prozedur unterscheidet sich je nach Art der Servosteuerung. Beim hier verwendeten ESU Switch Pilot 3 ist die Einstellung dank des Displays und der Taster mehr oder weniger selbsterklärend. Für die Programmierung über die Taster muss die Servosteuerung zumindest an die Stromversorgung angeschlossen werden. Es schadet aber auch nicht, wenn sie, so wie bei mir, bereits korrekt an die Stromversorgung und an die Zentrale der Modellbahn, bei mir eine CS3, angeschlossen ist. Durch ein Drücken auf die PROG-Taste wird die Digitaladresse angezeigt. Ab Werk sind für die 8 Servos die Adressen 1 bis 8 vorgegeben. Ich belege hier die Adressen 133 bis 140. Nach einem erneuten Betätigen der Programmiertaste blinkt die Anzeige und es können durch Plus oder Minus die Adressen für die ersten 4 Servos umgestellt werden. Die PROG-Taste bestätigt die Eingabe und wir können die Adressen der Servos 5 bis 8 ändern. Den Adressmodus lasse ich unverändert. Dann kommen wir bereits zu den beiden Endpositionen des ersten Servos. Wie gesagt, stelle ich zunächst für beide Endpositionen einen sehr ähnlichen Wert etwa in der Mitte des möglichen Laufweges ein. Der Modus bleibt auf digital. Als nächste Einstellung können wir die Stellgeschwindigkeit des Servos ändern. Ich nehme einen eher größeren Wert und ein schön langsames Umlegen der Weiche. SPE REL verzögert die Schaltung des Relais eines optional angeschlossenen Switch Pilot Extension Moduls. Da bei den Marklin K-Class Weichen die Herzstücke nicht polarisiert werden, ist das aktuell nicht relevant. Die letzte Einstellung für den ersten Servo betrifft ein optionales Nachwippen nach der Umstellung, was ich aber für meine Weichen nicht möchte. Nun kämen bereits die Einstellungen für den nächsten Servo. Wir sind damit also mit den Vorarbeiten fertig und können bereits den Servo unter der Weiche platzieren. Dafür ist ein größeres Langloch unter dem Stellmechanismus der Weiche notwendig. Dieses lieber zu groß bemessen, denn nach dem Einbau der Weiche und vor dem Einschottern kann man das Loch ganz leicht wieder mit etwas Papier oder Karton auf die passende Größe einengen. Darauf achten, dass der U-förmige Stelldraht gut in die Nut der Stellstange passt. Nicht so locker, dass er von alleine rausrutscht, aber auch ohne eine allzu große Spannung und ohne, dass die Weiche angehoben wird. Ist das geschehen, den Servo festschrauben. Zu guter Letzt können nun die beiden Endpositionen des Servos eingestellt werden. Wir gehen wieder auf die Servoposition und stellen die beiden Werte so ein, dass die Zunge sauber an der Backenschiene anliegt, der Servo aber nicht weit über diese Position hinausfahren möchte und merklich brummt. Haben wir die passenden Positionen gefunden, plus minus 1 bis 2 Schritte sind kein Problem, gehen wir noch einmal auf die Servogeschwindigkeit. Denn nun fährt die Servosteuerung abwechselnd die beiden Endpositionen in der eingestellten Geschwindigkeit an und wir können uns in Ruhe anschauen, ob wir mit der Lage der Weichenzungen zufrieden sind, ohne dass das Servo gequält klingt. Nun sind wir mit dem Einbau der Weiche fertig und die Weiche kann nach dem eventuell nötigen Tarnen des zu großen Langlochs und dem Aufkleben der Handstellhebelattrappen eingeschottert werden. Dabei achte ich sorgfältig darauf, weder die Weichenzungen
noch die Stellstange mit Leim zu verkleben oder mit Schottersteinchen zu blockieren. Deshalb schottere ich die Weiche im Bereich direkt an der Stellstange, hier rot markiert, gar nicht ein. Da ich auf das Papier zum Tarnen des Langlochs ein Bild des verwendeten Schotters aufgedruckt habe, fällt der fehlende Schotter selbst in Makrofotos nicht auf. In den gelb markierten Arealen schottere ich nur vorsichtig ein. Das heißt, ich verwende keinen Leim mit Fließverbesserer, sondern normalen Holzleim, den ich sparsam zwischen die Schwellen auftrage und dann darin den Schotter mit der Hand vorsichtig einstreue. Die restlichen grün markierten Bereiche schottere ich wie immer. Schotter mit einem Löffel auftragen, dann mit einem Pinsel schön verteilen. Entspanntes Wasser, das heißt Wasser mit einem Tropfen Spülmittel mit einer Sprühflasche aufsprühen. Schließlich mit einer Spritze alles schön satt mit einem Gemisch aus dauerelastischem Schotterkleber und dem entspannten Wasser beträufeln, bis das Schotterbett weiß getränkt aussieht. Die weiße Farbe verschwindet übrigens nach dem Trocknen vollständig wieder. Ganz zum Schluss können wir nun noch etwas Sand neben dem Schotterbett aufbringen und die Gleisbereiche schön gestalten. Fertig. Nun ist der Um- und Einbau fertig und ich habe eine weitere Weiche mit wunderschöner Optik und unsichtbarem Antrieb, die ich komfortabel weich schalten kann, ohne Angst haben zu müssen, dass sie schon bald wieder ihren Dienst quittiert. Die einzige Einschränkung ist, dass die Weichenzunge durch den Stelldraht des Servos sehr fest an die Flügelschiene gedrückt wird und ich die Weichen im sichtbaren Bereich deshalb versuche nicht aufzuschneiden. Ich fürchte, dass leichte Waggons sonst allzu leicht entgleisen könnten, auch wenn mir das bisher noch nicht passiert ist. Auch wenn es nicht mein Hauptgrund für einen Umbau ist. Die Servolösung ist übrigens sehr viel günstiger als ein Weichenantrieb mit Elektromagneten und Decoder von Marklin. In der hier beschriebenen Konfiguration mit den ESO-Komponenten komme ich auf Kosten pro Weiche von 26 € laut UVP, um eine Weiche mechanisch zu schalten und zu digitalisieren. Mit den elektromagnetischen Antrieben von Marklin käme ich bei der unverbindlichen Preisempfehlung auf 45 €. Auch wenn die Ladenpreise beim Händler meines Vertrauens etwa 15 bis 25% unter der UVP liegen, so sind es vielleicht nicht 19 € oder über 40%, aber es bleibt doch ein nicht unerheblicher Unterschied bei den Kosten. Soweit für heute. Danke für euren Besuch in meinem Hobbykeller. Falls ihr weiter mitverfolgen wollt, wie meine ganz persönliche Modellbahn-Traumanlage entsteht, so lasst gerne ein Abo da und schaut euch die weiteren Videos meiner entsprechenden Playliste an, die ich hier rechts verlinke. Ciao und vielleicht, euer Jörg alias 1:87 Enthusiast.